Am LIAC kombinieren wir die P-Wellenseismik und die S-Wellenseismik. Mit der P-Wellenseismik gucken wir tief, aber relativ schlecht aufgelöst, also unscharf. Und mit der S-Wellenseismik erkunden wir relativ flach, aber dafür mit einer sehr scharfen Brille. Die gesellschaftlichen Themen, an die wir uns ankoppeln, sind sehr vielfältig. Das ist zum Beispiel Grundwasser und Geogefahren, Georisiken. Das sind Störungsstrukturen im Wesentlichen. Das können Erdfälle sein. Das können aber auch Altablagerungen sein von unseren Vorgängern, die dann irgendwo mal eine Mülldeponie hinterlassen haben, wovon es keine Aufzeichnungen mehr gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch den Bedarf nach sicherem Baugrund. Ich muss Plätze finden, wo ich, sagen wir mal, wichtige Infrastrukturbauwerke sicher platzieren kann. Zur Durchführung einer P-Wellenseismik legen wir als erstes die Kabel aus, die analogen Messkabel. Danach werden die Geophone gesteckt und mit dem Messkabel verbunden, sodass die Sensoren dann praktisch die Bodenbewegungen aufnehmen können. Dann wird die ganze Anlage vernetzt, das heißt, damit die Signale, die von den Digitalisierern, diesen gelben Boxen, dann da aufgenommen werden, auch zum Messwagen fließen können. Dann können wir im Grunde mit der Produktion beginnen. Das heißt, die Quelle, unser Vibratorfahrzeug, fährt auf die Linie und schießt die Signale praktisch los. Das heißt, sendet die Signale in den Boden aus, die dann registriert werden über die Geophone, eingesammelt über die Kabel und werden dann im Messwagen dann dargestellt. Der Operator, der da im Messwagen sitzt, guckt sich die empfangenen Signale an, schätzt ab, ob die Signale okay sind, ob da auch keine Störungen reingekommen sind durch Autos, Bagger oder landwirtschaftliche Maschinen und so weiter. Ist der Rekord okay, wird der gespeichert und der Vibrator fährt vor zum nächsten Punkt. Das Profil wird kontinuierlich so abgefahren. Die P-Wellenreflexionsseismik funktioniert mittels einer Kompressionswelle. Dabei wird der Boden hin und her komprimiert in Ausbreitungsrichtung der Welle. Die Expertise des LIAC in der Geophysik ist eine ganz spezielle. Wir haben eine ganz spezielle Zielrichtung auf die ersten 1000 Meter. Das Besondere an der S-Wellenseismik ist, dass sie uns einen völlig neuen Abbildungsraum erschließt im Vergleich zu der mehr oder weniger konventionellen Kompressionswellenseismik. Mit der S-Wellenseismik, Reflexionsseismik, sind wir in der Lage, die oberen 200 Meter sehr detailgetreu abzubilden. Das heißt, wir gehen in Auflösungsbereiche rein, die an die 50 cm rangehen. Die ganze jüngere Geschichte der Sedimentation, der Erdgeschichte, kann man damit im Grunde aufschließen. Für die S-Wellenseismik bei der Durchführung benutzen wir ein etwas anderes Gerät als bei der Kompressionswellenseismik. Wir benutzen einen sogenannten Landstreamer, wo die Geophone fest vormontiert in definierten Abständen integriert sind und auch die ganze Kabellage, sodass wir diese ganze Registriereinheit praktisch auf einer versiegelten Oberfläche ziehen können. Die seismische Quelle, die wir hier benutzen, ist ein Gerät, was wir am LIAC entwickelt haben. Das ist ein Gerät, was auch ähnlich ist wie eine Schubkarre, wo diese ganze Einheit auf ein schubkarrenähnliches Gestell montiert worden ist. Unten drunter hängt der Signalgenerator, der die Schwingung erzeugt, und obendrauf ist ein Batteriepack. Die Elbisquelle ist vorteilhaft dadurch, dass sie eine sehr kleine Baumaße hat, dass sie hochgradig mobil ist und man sie also sehr einfach transportieren kann. Und sie ist auch sehr umweltfreundlich nebenbei, weil sie voll mit Batterietechnik funktioniert, also hinterlässt keine Emissionen. Diese kleine Bauart hat zuzüglich den Vorteil, dass wir über diese kleine Anregungsfläche auch sehr definiert sehr hohe Frequenzen anregen können, was uns dann wieder bei der Auflösung im Untergrund sehr zum Vorteil gereicht. Wir entwickeln dieses System auch kontinuierlich weiter, weil wir a. die Zuverlässigkeit erhöhen wollen und auch die Parameter erhöhen wollen, die wir im Untergrund auflösen können. Das heißt, Eindringtiefe erhöhen und auch Auflösung erhöhen. Wir differenzieren uns dann auch mit anderen Forschungseinrichtungen drin, die auf andere Skalen ausgerichtet sind. Und nur das Zusammenwirken dieser ganzen Forschungsgruppen ergibt das vollständige Bild.